Versuchen wir. Nein, der kriegt die Schüttel was Neues. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. Ich begrüße Sie herzlich zum Gottesdienst der Osternacht hier in der Pfarrkirche St. Ägidius Ebnath. Während der Corona-Pandemie können wir die Gottesdienste der Karwoche und an Ostern nicht in gewohnter Weise gemeinsam in der Kirche feiern. Es wurde deshalb eine Übertragung über YouTube Livestream eingerichtet. Michael Knott, Hubert und Thomas Knott sowie Uwe Kern haben mit viel Zeitaufwand die Möglichkeit geschaffen, dass Sie diesen Gottesdienst zu Hause miterleben können. Ihnen gilt ein ganz herzliches Vergelt's Gott. Danken möchte ich auch der Familie Christine und Alex Heindl, die ihren Internetanschluss zur Verfügung gestellt haben. Und nun wünsche ich uns allen, dass wir trotz der schwierigen Umstände das Hochfest der Auferstehung Jesu mitfeiern und die Osterfreude an unsere Mitmenschen weitertragen können. Liebe Pfarrgemeinde, wir haben uns in dieser Nacht versammelt, um eine Nacht der Wache für den Herrn zu halten. In dieser Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tode auferstanden und zum Leben hinübergegangen. Darum ist diese Nacht heilig. Die Osternacht ist folgendermaßen gegliedert. Das Osterfeuer entfällt laut Anordnung der Kongregation für den Gottesdienst. Die Feier beginnt in der für Besucher geschlossenen Kirche mit dem Entzünden der Osterkerze und dem anschließenden Exultet. Zum Gloria läuten wie üblich alle Glocken. Da keine Taufe gespendet wird,
geschieht die Segnung des Wassers, wie vorgesehen in einfacher Form, ohne Litanei und Einsenken der Kerze. Das Taufversprechen wird erneuert. Am Ende der Feier werden in herkömmlicher Weise die Osterspeisen gesegnet. Ostern ist das Fest aller Feste. An Ostern durchbricht Gott das Dunkel des Todes und verspricht uns in seinem Sohn Jesus Christus ein neues Leben. Gott selbst taucht uns ein in das Licht. Nun beginnt die Bereitung der Osterkerze. Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns, Christus, der Herr. Amen. Christus ist glorreich auferstanden vom Tod, sein Licht vertreibe das Dunkel des Herzens. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe, Licht des großen Königs umleuchtet dich.
Siehe, geschwunden ist allerorten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutterkirche, umkleidet vom Licht und Glanz der herrlichen Glanze. Töne wieder, heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigen Jubel. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, Wir haben sie beim Herrn. lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt, uns den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lasten der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt die Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht
mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Nun beginnt der Wortgottesdienst. Wir wollen aufmerksam das Wort Gottes hören. Die Lesungen verkünden uns, wie sich Gott von Anfang an des Menschen angenommen und sein Volk geführt hat. Die erste Lesung von Genesis beschreibt die Schöpfung und die Erschaffung des Menschen. Die zweite Lesung stammt aus dem Buch Exodus, die Erinnerung an die Befreiung des Gottesvolkes aus Ägypten durch Jahwe ist Zentrum des jüdischen Glaubens und Hauptinhalt des Pascha-Festes. Die dritte Lesung ist aus dem Buch Ezechiel, die Rückkehr nach Jerusalem verlangt, das neue Herz und den neuen Geist. Hören wir zu. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen, allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war gut. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Lobe den Herrn meine Seele, Herr mein Gott, wie groß bist du? Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Du hast die Erde auf Pfeile gegründet, in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken.
Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Sende aus deinem Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen den Bergen dahin. An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Sende aus deinem Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Du drängst die Berge aus deinen Kammern, aus deinen Wolken wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für die Menschen, die er anbaut. Sende aus deinem Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Herr, wie zahlreich sind deine Werke, mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. Sende aus deinem Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist und so größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast, durch den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da, und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort.
Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Danket Gott, denn er ist gut, groß ist alles, was er tut. Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Er hat Israel befreit aus Ägyptens Dienstbarkeit. Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Er zerschlug Pharaos Heer, führt das Volk durchs Rote Meer. Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. Dank ihm, der in dieser Nacht unserer Niedrigkeit gedacht. Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit.
Lasset uns beten. Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Flut des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich, Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Nationen, in die Länder wurden sie vertrieben. Nach ihren Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, denn das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott, der Herr. Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Denn ihr bei den Nationen entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid, meinen großen bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu eurem Ackerboden. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allem eurem Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein, und ich werde euch Gott sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erweckt durch seine Gnade. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erweckt durch seine Gnade. Erschaffe dir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Freut euch, wir sind Gottes Sohn, erwählt durch seine Gnade. Mach mich wieder froh mit deinem Heil, mit seinem willigen Geist rüste mich aus. Dann lehre ich abtrünnige deine Wege, und die Sünder kehren zu dir. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. An Brandopfer hast du kein Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade. Lasst uns beten. Gott, du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht, schau gütig auf deine Kirche und du wirke durch sie das Heil der Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird Licht, was tot war, steht auf zum Leben. Und alles wird wieder heil in dem, der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn Jesus Christus, der mit mir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Jesus ist unter uns. Er schenkt uns seine Liebe, seinen Frieden und seine Freude. Als Zeichen unserer Freude singen wir alle zusammen das Gloria. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast diese Nacht hell gemacht, durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwirke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast,
damit wir neue werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Und darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, sei gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Mitchristen, unfassbar, was fehlt, dass wir ein Ostern. So viele Gewissheiten und schöne Freizeitgewohnheiten brechen weg. So viel Alltag geht uns in diesen Wochen verloren. Und dann muss auch noch das schönste Fest der Christenheit so seltsam begangen werden, so verbogen, als fiele es aus, so still, als bleibe uns allen das Halleluja im Hals stecken. Deutlich leiser wird es sein auf den Straßen und Plätzen. Der Verkehrslärm einer anstoßenden mobilen Gesellschaft wird einer ungewohnten Stille weichen. Viele sind auf sich zurückgeworfen und erleben unfreiwillig ein ruhiges, stilles Fest. Erstmals in der Geschichte der Kirche wird es nicht möglich sein, unser höchstes Fest, das Fest der Auferstehung Christi, in leibhaftiger Gemeinschaft zu feiern. Niemand hätte sich das noch vor 4 Wochen vorstellen können. Ostern, das wichtigste Fest für uns Christen, können wir heuer nicht so feiern, wie wir es gewohnt sind. Diese Tatsache schmerzt uns, vor allem mich als Pfarrer. Doch trotzdem feiern wir Ostern. Es fehlt nicht aus, sondern findet nur anders statt.
Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, die Live-Übertragung, über die wir viele mit unserem Gottesdienst erreichen konnten. Dank Livestream im Internet können wir uns auf diese Weise zum gemeinsamen Singen, Beten und Feiern verbinden. Ich weiß, dass all dies niemals ein wirklicher Ersatz sein kann. Aber es ist doch immerhin eine Notlösung, von der wir hoffen und beten, dass sie bald wieder abgelöst wird von der gemeinschaftlichen Feier. Gebe Gott, dass die uns jetzt auferlegten Beschränkungen die Sehnsucht nach der gottesdienstlichen Gemeinschaft und nach dem Brot des Himmels wachsen lassen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Mitchristen, eigentlich ist Ostern ganz anders. So lautet ein Buchtitel von Andrea Schwarz. Wir verbinden mit Ostern Osterfreude und feierliches Halleluja. Und so feiern wir das auch in der Osternacht. Festlich ist es, wenn nach der Trauer des Karfreitag und der Stille des Karsamstags die Orgel wieder einsetzt und die Kirchenglocke läuten. Und doch hat der Buchtitel recht. Eigentlich ist Ostern ganz anders, vor allem wenn wir das Osterevangelium hören. Damals beim ersten Osterfest waren es ja auch keine Herrscharen von Gläubigen. Vor 2000 Jahren waren es auch nur 3, die zum Grab kamen und es leer vorfanden. Nur 3 feierten das erste Osterfest. Von nur 3 Menschen wurden das österliche Licht der Auferstehung in die Welt getragen. Zuerst konnten sie es nicht wirklich glauben. Manche Evangelisten schreiben sogar, dass die ersten Osterzeugen von Angst erfüllt wurden. Maria Magdalena, die zuerst am Grab war, reagiert verwundert. Sie läuft zu den Jüngern und glaubt, dass der Leichnam woanders hingebracht wurde. Ja, Ostern löst damals wie heute Verwunderung aus. Was ist das? Auferstehung? Wie sollen wir uns das vorstellen? Ein Leben nach dem Tod? Bringt das nicht unseren Verstand an eine Grenze? Wir hätten wohl Sie, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie damals am leeren Grab gestanden wären. Wie reagieren Sie heute, wenn Sie einen Pfarrer von der Auferstehung reden hören? Wenn wir Auferstehung verstehen wollen, müssen wir uns zuerst die Frage nach Gott stellen. Wer ist dieser Gott für mich? Welche Rolle spielt er in meinem Leben? Wie würde ich meine ganz persönliche Beziehung zu Gott beschreiben? Ich, für mich, habe in meiner Beziehung zu Gott verstanden, dass Gottes Liebe einfach größer ist. Größer als mein Versagen und meine Schuld, größer als meine Erbärmlichkeit und letztlich auch größer als der Tod. Diese Liebe Gottes ist für mich die eigentliche Wirklichkeit meines Lebens. Eine tiefe Beziehung, die nicht nur in den Tiefen meines Lebens trägt und hält, sondern mich auch nach dem Tod nicht fallen lässt. Es ist wie Papst Johannes Paul I. es einmal schreibt, gegen alle Hoffnung, voller Hoffnung glauben. Das ist möglich, wenn man sich der 3 Wahrheiten bewusst ist. Gott ist mächtig, Gott liebt mich maßlos und Gott ist in seinen Verheißungen treu.
Er selber, der Gott des Erbarmens, entzündet in mir dieses Vertrauen. Deshalb fühle ich mich weder im Stich gelassen, sondern auf dem Weg des Heils, der eines Tages im Paradies endet. Heute kommt es nun auf uns an, auf dich und auf mich. Glauben wir dem Zeugnis der Frauen, die heute uns in dieser nächtlichen Stunde berichten, was sie am Grab erfahren haben. Auch in unserem Herzen muss sich der Osterglaube erst entfalten. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ostern geschieht oft mitten in der Nacht, ganz alleine mit viel Mut. Und es geschieht ohne öffentliches Halleluja, ohne Kirchenchor und ohne Festpredigt. So schreibt es Andrea Schwarz in ihrem Buch, eigentlich ist Ostern ganz anders. Ostern muss in mir geschehen, oder es wird nicht geschehen. Das ist Ostern. Leise und fast manchmal nicht wahrzunehmen, aber doch unwiderstehlich. Und weil Ostern eigentlich ganz anders ist, deshalb dürfen wir es feiern, weil wir darauf vertrauen dürfen, dass der Auferstandene auch uns im Alltag begegnet und uns immer mehr unsere Augen und Herzen öffnet. Deshalb können und dürfen wir heute voller Freude Halleluja singen, weil keiner außer Christus uns einen anderen Weg weisen kann, der vom Grab wegführt hinein ins Leben. Und so feiern und singen wir, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Trost der Situation, Ihnen und Ihren Familien, allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Möge das Licht von Ostern, das Licht Jesu Christi, die Dunkelheit erhellen und uns allen Hoffnung, Mut und Zuversicht schenken. Amen. Nun folgt Segnung des Wassers. Wir wollen nun die Gnade Gottes heraufrufen, damit alle, die aus diesem Taubrunnen das neue Leben empfangen, in Christus Kinder Gottes werden. Wir bitten auch für uns, für alle, die in dieser Nacht auf der ganzen Welt das Sakrament der Taufe empfangen. Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten den Herrn, dass er dieses Wasser segne, mit dem wir nun besprengt werden. Das gewählte Wasser soll uns an die Taufe erinnern. Gott aber erneuere in uns seine Gnade, damit wir dem Geist treu bleiben, den wir empfangen haben. Herr unser Gott, sei deinem Volk nahe, das wachend und betend diese Osternacht feiert. Du hast uns wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Wir gedenken deiner großen Taten und bitten dich, segne dieses Wasser, das uns an deine Sorge für uns Menschen erinnert. Im Anfang hast du das Wasser erschaffen, damit es der Erde Fruchtbarkeit bringt und uns Menschen zum frischen Trunk und zum reinigenden Bad wird.
Du hast das Wasser in Dienst genommen für das Werk deines Erbarmens. Im Roten Meer hast du dein Volk durch das Wasser aus der Knechtschaft Ägyptens befreit, in der Wüste mit Wasser aus den Felsen seinen Durst gestillt. Die Propheten sahen im Bild des lebendigen Wassers den neuen Bund, den du mit uns Menschen schließen wolltest. Durch das Wasser, das Christus im Jordan geheiligt hat, reinigst du im Bad der Taufe den sündigen Menschen und schenkst ihm das neue Leben deiner Kinder. Darum sei dieses Wasser eine Erinnerung an unsere Taufe. Es vereinige uns in jüngsterlicher Freude mit unseren Brüdern und Schwestern, die in dieser heiligen Nacht getauft werden, und mit allen, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind zu ewigem Leben. Darum bitten wir zu Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir alle sind einst durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den 40 Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Ostern vorbereitet haben, wollen wir darum das Taufversprechen erneuern, mit dem wir einst dem Satan abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. Deshalb frage ich euch, wie sagt ihr den Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich widersage. Wie sagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt? Ich widersage. Wie sagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und der begraben wurde, von den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen.
Der allmächtige Vater hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Darum dürfen wir mit unseren Anliegen vertrauensvoll zu ihm kommen und um seine gnädige Erhörung bitten. Für die Kirche Christi erneuere sie mit österlicher Kraft für ihren Auftrag, die Botschaft von der Auferstehung zu verkünden und zu bezeugen. Wir bitten dich, erhöre uns. für die Mächtigen der Erde. Lenke ihre Pläne hin auf Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit zum Wohl für alle Völker. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Kranken und Leidtragenden, vor allem für die von der Corona Betroffenen. Gib ihnen die Kraft, ihr Kreuz zu tragen und dir nachzufolgen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Pfarrgemeinde. Lasst uns österliche Freude ausstrahlen und einander in Liebe annehmen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen. Erweise an ihnen deine Macht über den Tod und lass sie teilnehmen am Festmahl des ewigen Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, erhöre gnädig unsere Anliegen. Schenke allen, für die wir heute gebetet haben, österliches Heil und Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese östliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat und zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der sei getan. Und mit deinem Geiste, Wir heben die Herzen, wir haben sie beim Herrn. lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes.
und mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod erhöhten wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und die erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist wären in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das vergeißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Ägidius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Ordensleute und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Dann wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verführung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt:
Frieden hinterlasse ich euch, und meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn zu aller Zeit sei mit euch und mit deinem Geiste. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du einlesen von meinem Haupt, aber sprich ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott und seht, wie gut der Herr ist.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir zu Christus, unseren Herrn. Amen. Nun werde ich die Speisen segnen. Dieser Segen gilt auch für die Speisen, die zu Hause am Tisch vorbereitet haben. Es ist ein uralter Brauch, dass zum Schluss der Ostergottesdienste die mitgebrachten Speisen gesegnet werden. Dahinter steckt der tiefe Sinn, dass ihre Tischgemeinschaft auf das himmlische Gastmahl verweist, zu dem uns Christus, der Auferstandene, einlädt. Unsere Mahlgemeinschaft hier im Altar soll weitergehen an den heimischen Tischen in unseren Familien und Hausgemeinschaften. Alle Augen warten auf dich, o Herr, du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und du erfüllst alles, was lebt mit Segen. Christus ist unser Osterlamm, Halleluja. Darum kommt und haltet Festmahl, Halleluja. Lasst uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei auch beim göttlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der brüderlichen Liebe und in der östlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. So, wir sind am Schluss unseres Gottesdienstes und ich möchte mich nicht versäumen, zu bedanken bei Michael Nord, Thomas Nord und Uwe Kern hinter der Technik für diese Live-Übertragung, bei den Lektoren, Minister Sebastian, der Messnerin Frau Gabi, eine Sekretärin Frau Marion und ganz besonders beim Alexander Hecht, der heute uns musikalisch diese Messe begleitet hat. Vielen Dank euch allen, es war schön und bin glücklich, dass wir diese Möglichkeit haben und alle, die zu Hause diesen Gottesdienst mitgefeiert haben, ein herzliches Vergelt's Gott. Liebe Gemeinde, österliche Menschen sind wie ein kleines Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Seien wir österliche Menschen, damit unsere Mitmenschen spüren, dass der auferstandene Herr unter uns lebt. In diesem Sinne wünsche ich nochmal Ihnen allen
ein frohes und gesegnetes Osterfest. Bleiben Sie alle gesund. Wir sehen uns bald wieder. Nun bitten wir um Gottes Segen. In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleitet euch alle Tage des Lebens, bis zu jeder Osterfreude niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Amen.
Amen.